Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich zu Hause eine Pizza aus Dinkelmehl ohne Pizzastein oder Pizzaofen backe. Sie hat einen knusprigen Boden und der Käse blubbert. Ganz kurz, wie ich den Teig mache. Am Vorabend gebe ich die Hälfte des Dinkelmehles mit Wasser und mit 0,01 Gramm Hefe in eine Schüssel, vermische alles und lasse diesen Vorteig, genannt Pulisch, über Nacht zugedeckt stehen. Am nächsten Tag gebe ich Hefe dazu, rühre sie unter, des Weiteren die zweite Hälfte des Mehles. Da ich den Teig lieber etwas weicher mag, zerdrücke ich auch noch 100 Gramm gekochte Kartoffeln vom Vortag, die ich in den Teig gebe. Den Teig lasse ich in meiner Knetmaschine kneten. Da es recht wenig Teig ist, benutze ich den Flachrührer, denn der Knethaken wird den ganzen Teig nicht erreichen. Nach dem Kneten in der Maschine knete ich den Teig auch nochmal von Hand durch. Danach lasse ich ihn für mindestens eine halbe Stunde ruhen. In dieser Zeit bereite ich meine Tomatensauce vor, reibe den Käse, brate ein paar Zwiebeln kurz an und schneide die Salami in Scheiben und suche mir die Zutaten zusammen, auf die wir gerade Appetit haben. Hier ist meine gusseiserne Pfanne, die ich mit Mehl bestreue. Der Teig wurde halbiert und wird noch einmal durchgeknetet, damit er wieder etwas Spannung und Halt bekommt. Nach dem Kneten wird er rund ausgerollt. Die Arbeitsfläche muss dazu gut bemehlt sein, damit der Teig nicht kleben bleibt, und am besten wendet man ihn auch, damit auch die Oberseite wieder etwas Mehl abbekommt. Sollte der Teig störrisch sein und sich wieder in seine alte Form zusammenziehen, lässt man ihn für einen Moment liegen und macht dann weiter. Ich rolle ihn gern eher etwas kleiner aus, dann kann ich ihn in der Pfanne auf die passende Größe ziehen und schieben. Auf den Teig kommt nun die Tomatensauce, die verteilt wird. Ich gebe gerne kurz und scharf angebratene Zwiebeln auf die Tomaten und auf diese gebe ich in Scheiben geschnittene Salami. Darauf kommt der Käse, und wenn ich mir schon die Mühe mache, meine Pizza selber zu backen, verwende ich lieber einen Ziegenkäse, und zwar einen Ziegengouda, den ich sehr bekömmlich finde. Zum Abschluss dürfen ein paar Oliven natürlich nicht fehlen. Diese Pfanne stelle ich nun auf den Herd bei zunächst großzügiger Hitze, da die Pfanne ja noch kalt ist. Sobald die Pfanne anfängt heiß zu werden, wird die Hitze etwas reduziert. Ich nehme gerne diese gusseiserne Pfanne, da Gusseisen die Hitze besonders gut leitet, was aber auch heißt, dass man aufpassen muss. Die Pizza wird nun nur von unten gebacken. Bei mir hat das ungefähr 4 bis 5 Minuten gedauert. Das ist aber keine fixe Zeitangabe. Jeder Herd und jede Pfanne ist anders. Man muss jetzt einfach nur abwarten, dass der Teig von unten gart. Dazu kann man den Teig am Rand von oben etwas andrücken. Darüber hinaus kann man ihn mit einem Teigschaber etwas anheben und den Bräunungsgrad kontrollieren. Zu dunkel sollte der Teigboden von unten nicht werden, denn die Pizza kommt ja auch noch unter den Grill. Und auch während dieser Zeit gibt die Pfanne noch Hitze in den Teig ab. Hier könnt ihr sehen, dass der Teigboden leicht anfängt zu bräunen, und außerdem kann man hier oben an dieser Stelle sehen, dass die Hitze von unten durchkommt, denn die Tomatensauce fängt an, sich zu bewegen. Es ist Zeit, die Pizza unter den Grill zu schieben. Hier könnt ihr die roten Glühstäbe des Grills sehen. Schon nach wenigen Minuten fängt der Käse an zu schmelzen, Blasen zu werfen und braun zu werden. Bitte aufpassen und nicht weggehen, denn es kann schneller gehen, als man erwartet. Nach dem Backen wird die Pizza auf ein Brett gegeben, mit Oregano bestreut und etwas Olivenöl begossen. Und nun kann sie gegessen werden. Hier seht ihr noch einmal, wie schön knusprig der Teig von unten ist. Dies hier ist die zweite Pizza, die ich einfrieren werde, weswegen sie von oben nicht ganz so dunkel ist. Aber der Teigboden ist schön knusprig geworden. Vielleicht probiert ihr diese Art des Pizzabackens hier einmal aus. Der Trick dabei ist, immer die gleiche Pfanne und die gleiche Herdplatte zu benutzen, so dass man mit der Zeit ein Gefühl für die Garzeiten bekommt.
Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!